In diesem Video gibt es eine komplette Übersicht über die wichtigsten Muskeln in deiner oberen Extremität, damit du weißt, welche Muskeln es dort gibt, wie sie heißen, wo sie liegen und welche grobe Funktion sie haben. Wir starten auf der Rückseite mit der Schulterblattmuskulatur, gehen dann weiter zur Oberarm- und Unterarmrückseite und dann drehen wir das Skelett einmal um und schauen uns an, was auf der Vorderseite für Muskeln liegen. Von der Unterarmvorderseite zum Oberarm bis zur Brustmuskulatur. Na, bereit? Los geht's! Damit dein Arm überhaupt stabil arbeiten kann, muss zuerst das Schulterblatt ganz ordentlich am Brustkorb fixiert werden. Dafür haben wir zum einen 3 Muskeln, die von der Schulterblattinnenseite, also der medialen Kante, zu deiner Wirbelsäule hochziehen. Das sind zum einen die Rhomboideen, der Musculus rhomboideus major und der Musculus rhomboideus minor. Diese beiden Muskeln ziehen dein Schulterblatt kräftig zur Mitte nach oben, also quasi Richtung Wirbelsäule. Sie sorgen also dafür, dass deine Schulterblätter hinten bleiben und du nicht in einen Rundrücken reinfällst. Außerdem haben wir noch ein Stückchen weiter oben am oberen Schulterblattwinkel den Musculus levator scapulae. Und wie sein Name schon verrät, zieht er das Schulterblatt nach oben. Levator, das meint nämlich immer das Anheben. Zu Deutsch ist er also der Schulterblattheber. Er hilft dir dabei, dass du deine Schulterblätter nach oben zu den Ohren ziehen kannst. Wie wenn du die Achseln einmal zuckst. Und dann gibt es noch einen ganz besonderen Akteur, der unter deinem Schulterblatt liegt. Also quasi zwischen Schulterblatt und deinem Brustkorb. Der Musculus serratus anterior. Der wird auch als vorderer Sägemuskel bezeichnet, aufgrund seiner säge- bzw. zackenartigen Form. Er startet auch wieder an der medialen Kante deines Schulterblatts, genau wie die anderen Muskeln auch, aber zieht dann eben zwischen Schulterblatt und Brustkorb außen vorbei nach vorne an deine Rippen. Und dieser Muskel ist wahnsinnig wichtig, um dein Schulterblatt am Brustkorb richtig zu fixieren. Denn ohne ihn hättest du keine Stützfunktion in den Armen. Das ist der Muskel, der bei der Liegestütze hinten dein Schulterblatt gut stabilisiert, damit es nicht wie so ein Flügel absteht. So, aber diese 4 Muskeln waren nicht alle Muskeln, die es am Schulterblatt gibt. Tatsächlich liegen hier noch einige mehr. Vielleicht hast du schon vom Begriff der Rotatorenmanschette gehört. Die Rotatorenmanschette, die besteht aus 4 Muskeln, die am Schulterblatt losziehen und dann zu deinem Oberarmknochen, dem sogenannten Humerus, ziehen. Und wie der Name schon sagt, sind sie außerdem für die Rotation des Oberarmes mitverantwortlich. Aber eigentlich ist ihre Rolle als Bodyguard der Schulter viel wichtiger. Sie halten nämlich den Oberarmkopf in der Gelenkpfanne und zentrieren somit das Schultergelenk, damit es einerseits gut gesichert ist und sich den ganzen vielen Gelenkbewegungen, die im Schultergelenk ja möglich sind, auch immer richtig anpasst. Schauen wir uns mal die 4 Akteure kurz an. Zum einen haben wir den Musculus supraspinatus. Das ist der Muskel, der oberhalb der Schulterblattgräte, der sogenannten Spina scapulae, verläuft. Daher auch supra, oberhalb, spinata, oberhalb der Schulterblattgräte. Und dieser Muskel zieht quasi wie durch eine Art Tunnel unter dem Schulterdach vorbei an den Oberarm. Und dadurch ist er super wichtig für die Abduktion, also das seitliche Abheben deines Arms. Und er wird auch als Abduktionsstarter bezeichnet, da er für die ersten Zentimeter dieser Bewegung verantwortlich ist. Weiter geht es mit dem Musculus infraspinatus, der seinem Namen zu entnehmen unterhalb dieser Schulterblattgräte liegt. Dieser Muskel ist dein wichtigster Außenrotator im Schultergelenk. Er dreht deinen Oberarm, also wenn er sich anspannt, nach außen. Und damit kommen wir zum nächsten Muskel, nämlich dem Musculus teres minor. Er ist quasi der kleine Begleiter des Musculus infraspinatus, also auch mitverantwortlich für die Außenrotation und das Heranziehen des Armes, also die Adduktion. 3 der 4 Rotatorenmanschettenmuskeln haben wir jetzt schon. Der Muskel, der uns jetzt noch fehlt, der Musculus subscapularis, liegt seinem Namen schon zu entnehmen unter dem Schulterblatt. Also quasi ist er hier gar nicht so wirklich zu sehen. Er verläuft auch im Gegensatz zu allen anderen 3 Muskeln nicht auf die Rückseite des Oberarms, sondern zieht durch die Achsel nach vorne an die Vorderseite des Oberarms. Daher ist dieser Muskel auch der einzige der Gruppe, der eine kräftige Innenrotation macht. Ich finde, das kann man sich auch ganz gut merken, dadurch, dass dieser Muskel ja unter der Achsel nach vorne zieht und dadurch den Arm ja beim Kontrahieren, also Zusammenziehen, quasi nach innen dreht.
Es gibt aber noch einen Muskel, der auch am Schulterblatt startet, aber nicht zur Rotatorenmanschette gehört. Der Musculus teres major. Das ist quasi der große Bruder vom Musculus teres minor, der ja Teil der Rotatorenmanschette ist. Der teres major startet auch am unteren Schulterblattwinkel und zieht dann, genau wie der subscapularis, auch unter der Achsel durch nach vorne an den Oberarm. Daher macht er auch eine Innenrotation, genau wie der Musculus subscapularis. Übrigens kannst du dir den Musculus teres major nicht nur als großen namentlichen Bruder des teres minor vorstellen, sondern auch als Zwillingsbruder des Musculus latissimus dorsi. Sie sind quasi wie Zwillinge mit unterschiedlicher Größe, aber mit derselben Funktion. Und wenn du schon das Video zu den wichtigsten Muskeln des Rumpfs gesehen hast, dann weißt du ja auch schon, welche Funktion der Musculus latissimus dorsi hat und vor allen Dingen, wie du sie dir ganz einfach herleiten kannst. Das entsprechende Video habe ich dir hier oben mal verlinkt. Kommen wir jetzt aber zu dem Muskel, der flächig über deinem Schultergelenk ausgebreitet ist, der Musculus deltoideus. Im Deutschen auch oft als Deltamuskel bezeichnet. Deltoideus, das stammt vom griechischen Delta, also der Zahl 3. Und dieser dreieckige Muskel ist dementsprechend einmal wie um das Schultergelenk herumgelegt. Daher hat er auch wahnsinnig viele Funktionen, je nachdem, welcher Anteil sich gerade anspannt. Wenn alle Fasern zusammen anpacken, dann ist er der wichtigste Abduktor, also der Muskel, der deinen Oberarm nach oben zur Seite zieht. Je nachdem, welcher Anteil aber gerade die Führung übernimmt, kann er auch deinen Arm nach vorne ziehen, also eine Anteversion oder Flexion machen, nach hinten ziehen, also eine Retroversion oder Extension oder sogar eine Innenrotation oder Außenrotation. Also ein richtiges Multitalent für die Beweglichkeit deiner Schulter. Wenn wir von der Schulter ein Stück tiefer wandern, dann kommen wir auf deine Oberarmrückseite und dort finden wir den Musculus triceps brachii. Und wie der Name schon verrät, besteht der Triceps brachii aus 3 Anteilen, also Muskelköpfen, den Ceps. Während einer dieser Köpfe sogar schon oben am Schulterblatt loszieht, das Caput longum, also der lange Muskelkopf, ziehen die anderen erst vom Oberarmknochen los, aber alle vereinen sich dann am knöchernen Höcker deiner Elle, das sogenannte Olecranon. Und der Triceps brachii ist auch der einzige Muskel, der für die Ellenbogenstreckung, also für die Ellenbogenextension verantwortlich ist. Ohne ihn könntest du dich also zum Beispiel nicht aus dem Liegestütz wieder hochdrücken oder deinen Arm gegen die Schwerkraft nochmal gerade machen. Vom Ellenbogen aus steuern wir jetzt weiter Richtung Handgelenk, denn der Unterarm ist so gesehen die Steuerzentrale deiner Hand- und Fingermuskulatur. Zieh doch einfach mal deinen Handrücken nach oben und spür mal nach, was in deinem Unterarm passiert. Wo fühlst du Spannung? Da, wo du jetzt vermutlich Spannung gespürt hast, nämlich in diesem Bereich hier, da befinden sich deine Hand- und auch die Fingerextensoren. Also die Muskeln, die deinen Handrücken hochziehen und die Finger strecken. Und diese Hand- und Fingerextensoren können nochmal in 3 Gruppen eingeteilt werden, weil es sonst ein bisschen unübersichtlich wird. Schauen wir uns die Gruppen doch mal ganz grob an. Die erste Muskelgruppe ist die radiale Gruppe. Und diese Muskeln liegen alle auf der radialen Seite deines Unterarms. Also das bezieht sich auf den Radius deiner Speiche. Wir haben zum einen den Musculus brachioradialis, der beim Beugen des Ellenbogens hilft, während der Musculus extensor carpi radialis deine Hand kraftvoll nach oben zieht. Als nächstes schauen wir uns die oberflächlichen Extensoren an. Das ist quasi die Schicht, deren Sehnen du hier im Handrücken springen sehen kannst. Der Musculus extensor digitorum, der streckt die Finger 2 bis 5 nach oben, während Spezialisten wie der Musculus extensor digiti minimi nur den kleinen Finger, den Mini-Finger, so gesehen, nach oben zieht. Daher kannst du deinen kleinen Finger auch so wahnsinnig gut separat bewegen. Weiter geht es mit den tiefer liegenden Muskeln. Diese versteckten Muskeln kümmern sich so gesehen vielmehr um die Feinmotorik. Hier gibt es ein Trio aus Abduktor und Extensoren, das nur für deinen Daumen da ist. Für das Daumen nach oben zeigen. Während der Musculus extensor indicis dafür sorgt, dass du präzise mit deinem Zeigefinger auf Dinge zeigen kannst. Aber wir können unsere Hand ja nicht nur hochziehen und die Finger strecken, sondern wir können die Finger auch einrollen und die Hand fausten. Dafür drehen wir das Skelett jetzt einmal um, denn wir müssen uns die andere Seite deines Unterarms dafür anschauen.
Wir teilen diese Muskeln, die dort verborgen liegen, auch wieder in 3 Schichten ein. Starten wir mit der ersten Gruppe, nämlich den oberflächlichen Flexoren. Dazu gehören der Musculus pronator teres, der deinen Unterarm so dreht, dass deine Handfläche nach unten zeigt. Das nennt man auch die Pronation, daher auch sein Name. Außerdem haben wir hier auch noch den Musculus flexor carpi radialis und Musculus flexor carpi ulnaris, die beide deine Hand beugen und je nachdem, welcher Muskel aktiv ist, ziehen sie die Hand auch noch in die jeweilige Richtung. Kommen wir zur nächsten Schicht und hier dominiert der Musculus flexor digitorum superficialis. Und dieser Muskel ist ein wahrhaftiges Arbeitstier in deinem Alltag, denn er sorgt dafür, dass du auch schwere Lasten ganz einfach greifen kannst. Und abschließend haben wir noch eine tiefe Muskelschicht. Der Musculus flexor digitorum profundus beugt deine Finger bis in die Spitzen hinein, während der Musculus flexor pollicis longus deinem Daumen den Kraft für den Pinzettengriff gibt. Wie du siehst, in den Unterarmen ist ganz schön viel los. Und der Grund, warum diese ganzen Muskeln im Unterarm schon starten, aber trotzdem die Hände und die Finger bewegen, hat ganz einfache Gründe. Einerseits haben sie so natürlich einen viel längeren Hebel und andererseits wäre es wahnsinnig unpraktisch, wenn diese ganzen Muskelbäuche in deiner Hand liegen würden. Stell dir das einfach mal vor. Diese Hand wäre einfach riesengroß und riesendick. Also hat sich unser Körper überlegt, machen wir es doch einfach so, dass wir die Muskelbäuche in den Unterarm legen und dann über Sehnen in die Finger ziehen lassen. So ist deine Hand super schmal und kann präzise und super effizient arbeiten. Aber jetzt genug mit dem Unterarm, gehen wir eine Etage weiter hoch zum vorderen Oberarm. Dort haben wir den ganz bekannten Musculus biceps brachii, der sogenannte Bizeps, der auf jedem Flexfoto natürlich sehr gut zu sehen ist. Wie der Name schon verrät, hat der Bizeps 2 Köpfe. Bi steht nämlich immer für 2 bzw. beide und Zeps, wie eben schon gesagt, für den Muskelkopf. Er hat einen langen, das Caput longum, und einen kurzen, das Caput breve. Und das Besondere hier ist, dass dieser lange Muskelkopf eine ewig lange Sehne, die sogenannte Bizepssehne hat, die in einer speziellen Rinne bis in das Schultergelenk hineinzieht. Dadurch ist dieser Anteil des Bizeps auch ein super wichtiger Stabilisator für das Schultergelenk. Der Bizeps beugt natürlich deinen Ellenbogen, aber eigentlich ist seine Geheimwaffe eine andere Funktion. Denn wenn dein Arm gebeugt ist, dann ist er der stärkste Supinator, also der Muskel, der deine Handinnenfläche nach oben dreht. Die Bewegung für die Supination kannst du dir auch super einfach merken, indem du dir vorstellst, du hältst eine Schüssel mit Suppe. Und genau diese Bewegung, die du jetzt mit deinen Unterarmen machst, das ist die Supination. Also wenn du deine Handinnenflächen nach oben drehst. Aber der Musculus biceps brachii ist im Gegensatz zum Trizeps brachii nicht der einzige Muskel, der hier liegt. Denn unten drunter liegt noch der Musculus brachialis, das ist so gesehen das Arbeitstier im Hintergrund. Dieser Muskel zieht erst am Humerus, also an deinem Oberarmknochen los und zieht dann runter zur Elle. Da er nämlich dadurch nur über ein Gelenk zieht, ist er eigentlich der stärkste Beuger deines Ellenbogens. Denn er kann seine gesamte Power genau auf diese eine Bewegung ausüben. Ohne ihn hätte der Musculus biceps brachii gar keine Chance, schwere Dinge zu heben. Und das ist auch der Grund, warum du trotz eines Risses der langen Bizepssehne trotzdem noch deinen Ellenbogen anbeugen kannst. Das macht der Musculus brachialis. Es gibt aber noch einen Muskel, den wir an dieser Stelle nicht übersehen sollten, nämlich der Musculus coracobrachialis. Er ist der kleinste im Bunde und hat seinen Ursprung an diesem kleinen knöchernen Vorsprung des Schulterblattes vorne, dem sogenannten Rabenschnabelfortsatz. Schon ein super wilder Begriff im Deutschen, der Fachbegriff dafür ist Processus coracoideus, von Corax, dem Raben. Und daher stammt auch der Muskelname Musculus coracobrachialis, also der Muskel, der vom Processus coracoideus runter zum Brachium, deinem Oberarm, zieht. Dieser Muskel hilft dabei, deinen Oberarm nach vorne anzuheben, also eine Anteversion zu machen und zum Körper heranzuführen, also eine Adduktion. Und wo wir gerade schon über den Processus coracoideus sprechen, kommen wir doch damit gerade zur Brustmuskulatur. Hier gibt es nämlich einen Muskel, der auch zum Processus coracoideus zieht, der Musculus pectoralis minor. Dein kleiner Brustmuskel, der von der 3. bis 5. Rippe hoch zu genau diesem Processus coracoideus zieht. Und dadurch kann er das Schulterblatt nach unten ziehen. Oben drüber haben wir aber den viel bekannteren und viel offensichtlicheren Vertreter der Brustmuskulatur, den Musculus pectoralis major. So gesehen der große Bruder des Musculus pectoralis minor.
Er zieht vom Brustbein, dem Sternum und der Clavicula, also deinem Schlüsselbein, flächig über die Brust bis zu deinem Oberarm. Aber wie du hier ganz gut erkennen kannst, ist er auf Höhe deiner Achsel wie verwrungen. Und das ist auch super wichtig, denn dadurch kannst du deinen Arm überhaupt erst so weit nach oben heben. Denn genau bei dieser Bewegung, wenn du deinen Arm nach oben hebst, dann entwirrt sich diese Verwringung des Musculus pectoralis major. Wäre dieser Muskel also einfach nur flächig und wäre nicht so verwrungen, würden wir irgendwann hier oben hängen bleiben und könnten ihn nicht bis nach oben ausstrecken. Ist unser Körper cool oder ist er cool? So, damit kennst du jetzt alle wichtigen Muskeln deiner oberen Extremität. Alle anderen Videos zu den wichtigsten Muskeln deines Körpers sollten jetzt hier irgendwo erscheinen und sind natürlich unten in der Videobeschreibung auch verlinkt. Gib dem Video gerne einen Daumen nach oben, du weißt ja jetzt schließlich, welche Muskeln dafür verantwortlich sind. Und teile es auch gerne mit deinen Anatomie-Lernbuddies. Ansonsten bleib gesund und neugierig und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ciao!